Die Märkte sind unruhig. Rote Zahlen, wohin man schaut. Sofort schreien die Schlagzeilen Bitcoin-Crash und die meisten Leute sehen nur eines: Gefahr. Sie starren auf die fallenden Kurse und bekommen Panik. Aber während die große Masse ihr Geld in Angst aus dem Markt zieht, tun erfahrene Investoren das genaue Gegenteil. Sie kaufen, weil sie ein Geheimnis kennen, das ich dir heute verraten werde. Das Geheimnis, warum genau in diesen Momenten des Zweifels die stillen Gewinner und die nächsten Millionäre geboren werden. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein solcher Crash kein Grund zur Panik ist, sondern vielleicht die größte Chance seit Jahren? Was, wenn genau diese Phase der perfekte Zeitpunkt ist, um den Grundstein für ein Vermögen zu legen, von dem andere nur träumen? Vergiss den Hype, vergiss die Gier. Ich zeige dir heute die ehrliche und bestechend einfache Anfängerstrategie, mit der du die niedrigen Preise zu deinem ultimativen Vorteil machst. Ohne Fachchinesisch und ohne Harakiri-Aktionen. Bleib dran, denn was du jetzt erfährst, könnte deine finanzielle Zukunft für immer verändern. Schau dir mal diese Schlagzeilen an. Bitcoin stürzt ab. Der Kryptowinter ist da. Milliarden an Wert vernichtet. Für 99% der Leute ist das ein klares Signal. Finger weg von Krypto. Sie verkaufen mit Verlust, schwören den Markt ab und nicken dann wissend, wenn der Kurs noch weiter fällt. Aber genau das ist der Denkfehler, der arm von reich trennt. Ein Bärenmarkt, also eine Phase mit fallenden Preisen, ist kein Weltuntergang. Er ist ein Reset. Er ist der Winterschlussverkauf für das wertvollste digitale Gut unserer Zeit. Historisch gesehen haben wir genau diese Phasen des Pessimismus die absolut größten Gewinne gebracht. Wer in den Tiefs der letzten Bärenmärkte, wie 2018 und 2022, den Mut hatte zu kaufen, konnte Renditen von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden % mitnehmen. Wir reden hier von Gewinnen, die jede traditionelle Geldanlage alt aussehen lassen. Die Millionäre des nächsten Bullenmarktes entstehen nicht, wenn der Bitcoin-Preis bei 200.000 € steht und jeder im Taxi darüber redet. Sie entstehen jetzt, in der Stille, in der Angst. Und ich zeige dir, wie du einer von ihnen werden kannst. Und damit, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung. Mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund. Mit dem heutigen Video setzen wir die Reihe von Brotato fort, einem meiner aktuellen Lieblingsspiele, wenn es darum geht, nicht allzu viel taktisch zu klicken, sondern ganz entspannt im Automodus die Früchte meiner Arbeit zu genießen und zu schauen, wie es funktioniert. Immer auf der Jagd nach dem nächsten besseren Item. Wir kämpfen uns als Kartoffel durch Wellen von Aliens und versuchen entsprechend unserer Klasse, welche sich komplett anders spielen, ganz unsere Stärken auszuspielen. Heute beenden wir unseren Run mit dem Beastmaster. Die letzten Wellen werden interessant. Ein wahrer Overkill an Minions. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang: Das hier ist keine Finanzberatung. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Bevor wir zur Strategie kommen, eine goldene Regel für Anfänger, die nicht verhandelbar ist. Konzentriere dich 100% auf Bitcoin. Nur Bitcoin. Ich weiß, es ist verlockend. Du hörst von irgendwelchen kleinen Altcoins, die angeblich durch die Decke gehen. Du siehst komplexe Strategien wie Hebeltrading, bei denen Leute auf fallende Kurse wetten. Lass lieber die Finger davon, ernsthaft. Für einen Anfänger ist das der schnellste Weg in den Totalverlust. Also, warum nur Bitcoin? Weil Bitcoin das mit Abstand etablierteste, sicherste und dezentrale Netzwerk ist. Es ist das digitale Gold, die Leitwährung des Krypto-Universums. Während tausende Altcoins in vergangenen Jahren auf Null gefallen und für immer verschwunden sind, hat sich Bitcoin aus jedem Crash stärker zurückgekämpft. Große Firmen, Fonds und sogar ganze Länder investieren in Bitcoin, nicht in irgendeinen zufälligen Meme-Coin. Ein Bärenmarkt räumt auf. Projekte ohne echten Nutzen sterben. Bitcoin bleibt. Dein Ziel als Anfänger ist nicht, über Nacht reich zu werden.
Dein Ziel ist langfristig und sicher Vermögen aufzubauen. Dafür brauchst du ein solides Fundament. Und dieses Fundament heißt Bitcoin. Alles andere ist anfangs reines Casino. Okay, kommen wir also zur Strategie. Sie ist so simpel, dass die meisten sie belächeln, und doch ist sie so mächtig, dass sie seit Jahrzehnten funktioniert. Sie nennt sich Dollar Cost Averaging, kurz DCA. Was heißt das also? Ganz einfach. Du investierst einen festen Betrag in regelmäßigen Abständen. Völlig egal, wo der Kurs gerade steht. Du entscheidest dich zum Beispiel, jeden Monat für 50 Euro Bitcoin zu kaufen. Ob der Preis bei 60.000 oder bei 40.000 Euro steht, ist dir vollkommen egal. Du kaufst stur jeden Monat für deine 50 Euro. Warum ist das im Bärenmarkt so eine Superkraft? Da denken wir mal logisch nach. Wenn der Preis so niedrig ist, bekommst du für deine 50 Euro mehr Bitcoin. Wenn die Preise hoch sind, bekommst du natürlich automatisch weniger. So entsteht über die Zeit ein sehr guter Durchschnittspreis. Damit schaltest du den größten Feind eines jeden Anlegers aus: Emotionen und den Versuch, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen. Niemand, wirklich niemand, schafft es, immer am Tiefpunkt zu kaufen und am Höhepunkt zu verkaufen. Wer das behauptet, lügt. Die DCA-Strategie befreit dich von diesem Stress. Sie automatisiert deinen Vermögensaufbau. Während andere panisch auf den Chart starren, baust du diszipliniert deine Position auf. Du kaufst mehr Anteile, wenn sie im Angebot sind. Historische Daten zeigen, dass Anleger, die selbst am absoluten Höhepunkt des letzten Bullmarkts 2021 mit einer DCA-Strategie begonnen haben, heute, trotz der extremen Schwankungen, wieder im grünen Bereich sind oder kurz davor wären. Ein riesiger Unterschied zu denen, die alles auf einmal investiert oder in Panik verkauft haben. Diese Strategie verwandelt die gefürchtete Achterbahnfahrt von Bitcoin in deinen größten Vorteil. Sie braucht kein Expertenwissen, kein Chartstudium und keine schlaflosen Nächte. Nur Geduld und Disziplin. Und du kannst mit Beträgen anfangen, die dir gar nicht wehtun. 20 Euro, 50 Euro im Monat. Das reicht schon, um anzufangen. Gut, Theorie, schön und gut, aber wie fängt man denn nun an? Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie das ganz einfach ist. Schritt 1. Wähle eine seriöse Plattform. Für Anfänger in Deutschland sind regulierte und einfache Plattformen das A und O. Gute Adressen sind zum Beispiel Bison von der Börse Stuttgart oder auch internationale Größen wie Strike oder Kraken. Die sind für ihre Sicherheit und einfache Bedienung bekannt. Die Registrierung ist ein Kinderspiel. App runterladen, E-Mail angeben, starkes Passwort wählen und absolut entscheidend, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist ein extra Sicherheitslevel für dein Konto. Danach erfolgt die Verifizierung mit deinem Ausweis. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Plattform seriös ist. Schritt 2. Zahle Geld ein. Sobald dein Konto startklar ist, kannst du Euros überweisen. Am einfachsten und günstigsten geht das per normaler SEPA-Banküberweisung, die meistens kostenlos und sofort sind. Manche Plattformen bieten auch Kreditkarte und PayPal an, aber passt da mit den Gebühren auf, die sind meistens höher. Schritt 3. Kaufe deinen ersten Bitcoin. Der aufregendste Moment, aber wir machen das ganz unspektakulär. Du gehst in der App auf Kaufen, wählst Bitcoin BTC und gibst einen Betrag ein, sagen wir mal 100 Euro. Eine gute App zeigt dir transparent den Kurs, die Gebühren und wie viel Bitcoin du dafür bekommst. Klicke dann auf Kauf abschließen. Und herzlichen Glückwunsch, du besitzt jetzt einen kleinen Teil des Bitcoin-Netzwerks. Schritt Nummer 4. Richte deinen Sparplan DCA ein. Das ist der wichtigste Schritt, um die ganze Sache zu automatisieren. So gut wie jede große Börse hat eine Sparplanfunktion. Bei manchen heißt sie wiederkehrender Kauf, bei anderen Sparplan oder Recurring Buy. Hier stellst du ganz einfach ein, dass du zum Beispiel wöchentlich oder monatlich einen festen Betrag, sagen wir 25 oder 50 Euro, automatisch Bitcoin kaufen möchtest. Einmal eingerichtet läuft das. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Dein Vermögen wächst, während du dein Leben lebst. Mit der DCA-Strategie bist du schon besser aufgestellt als 90% der Leute da draußen. Aber hier sind noch ein paar Denkweisen, die dir den entscheidenden Vorteil geben. Erstens. Ruhe bewahren.
Im Bärenmarkt gibt es Momente, in denen du zweifelst. Die Medien werden den Untergang herbeischreiben, Freunde werden dich warnen. Genau dann musst du dich an deinen Plan erinnern. Bärenmärkte gehen vorbei. Historisch folgte auf jeden Kryptowinter ein neuer Frühling mit neuen Höchstständen. Dein Horizont ist nicht nächste Woche, sondern die nächsten 5 bis 10 Jahre. Zoom mal aus dem Tageschart raus und schau dir den Monats- oder Jahreschart an. Du wirst sehen, der langfristige Trend von Bitcoin zeigt klar nach oben. Zweitens, halte noch etwas Pulver bereit. Während dein Sparplan automatisch läuft, ist es aber immer schlau, einen kleinen Teil deines Geldes, sagen wir mal 10 bis 20%, als Reserve liquide zu halten. Sollte der Markt mal eine extreme Panikattacke bekommen und die Preise nochmal 20 bis 30% tiefer fallen, kannst du die Gelegenheit für einen manuellen Nachkauf nutzen. Aber das ist nur der Bonus, kein Muss. Dein Fundament ist die DCA-Strategie. Und drittens, nutze die ruhige Zeit zum Lernen. Ein Bärenmarkt ist die beste Zeit, um sich in Ruhe und ohne FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, weiterzubilden. Lerne, was das Bitcoin-Halving ist und wie es historisch die Zyklen angetrieben hat. Verstehe, warum es langfristig so wichtig ist, deine Coins selbst auf einer Hardware-Wallet wie einer Bitwise zu verwahren. Finde heraus, warum die größten Investoren trotz fallender Kurse weiter verkaufen. Dieses Wissen gibt dir die innere Überzeugung, um selbst in den stürmischen Zeiten an deiner Strategie festzuhalten. Diese Strategie ist der bewährte Weg, um von einem Bitcoin-Crash nicht nur zu überleben, sondern massiv davon zu profitieren. Es ist der Weg für stille Gewinner. Wenn du diesen Weg nicht allein gehen willst, wenn du die klaren Analysen ohne Hype und Panikmache suchst, dann tu dir einen Gefallen und abonniere gern diesen Kanal. Klick die Glocke, damit du die Infos nicht verpasst, die über deinen Erfolg entscheiden könnten. Also, bringen wir es auf den Punkt. Ein sogenannter Bitcoin-Crash ist für informierte Leute kein Drama, sondern eine Einladung. Es ist der Schlussverkauf, auf den die Profis gewartet haben. Während die Masse in Angst verkauft, kaufen die zukünftigen Millionäre ein. Dein Weg dorthin ist keine Raketenwissenschaft. Er steht auf 3 Säulen. Erstens, Fokus nur auf Bitcoin. Damit minimierst du dein Risiko als Anfänger. Zweitens, nutze die DCA-Strategie. Investiere regelmäßig feste Beträge, um Emotionen auszuschalten und diszipliniert Vermögen aufzubauen. Und drittens, sei geduldig. Vermögen wird nicht über Nacht gemacht. Es wird über Marktzyklen hinweg von den Ungeduldigen zu den Geduldigen transferiert. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst der Herde folgen, dich von der Angst leiten lassen und eine riesige Chance verpassen. Oder du fängst heute an, die einfachen Prinzipien anzuwenden, die ich dir gezeigt habe. Richte noch heute einen kleinen Sparplan ein. In ein paar Jahren, wenn der nächste Hype voll im Gange ist, wirst du zurückblicken und verdammt froh sein, dass du in dieser Zeit die Angst mutig warst. Denn die Gewinner werden genau hier und jetzt gemacht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch dieses Video gefallen hat und ob euch die Reihe eines Spiels im Hintergrund über mehrere Videos auch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.